Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein richtig schön fröhliches, frühlingshaftes Gemälde für euch, eine richtig tolle Inspiration, so ein abstraktes, florales Gemälde mit goldenem Blattmetall und wieder ganz viel schöner Strukturpaste. Ja, bleibt gerne dran, wenn ihr wissen wollt, wie ich dieses Bild hier gemalt habe. Als erstes habe ich meine Spachtelmasse aufgetragen, beziehungsweise diese Strukturpaste hier von Sostrene Grene. Und ich habe mir vorher grob aufgezeichnet, wo ich so meinen Fokus haben möchte. Das habe ich einfach ganz grob gemacht und so nach Gefühl. Und in diesem Hauptfokusbereich, da soll natürlich am meisten Strukturpaste dann sein. Deswegen habe ich da besonders viel aufgetragen. Ich habe mir dann auch noch so ein bisschen Silbersand mit dazu gemischt. Den habe ich letztens bei Bösner gekauft und finde das einfach super, um diese Struktur noch mal so ein bisschen körniger zu gestalten. Und ich habe damit jetzt einfach so blütenartige Strukturen geformt und das Ganze sollte auch möglichst abstrakt und natürlich aussehen. Ich habe in meinem Shop übrigens gerade einige Bilder von letztem Jahr noch im Sale. Also falls ihr da noch was zu einem guten Preis ergattern wollt, dann schaut doch da sehr gerne mal rein. Dieses Bild hier ist übrigens auch schon eingestellt, aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Auf jeden Fall könnt ihr mich damit auch nochmal unterstützen. Also schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Mit dem großen Malmesser habe ich dann auch nochmal die Strukturen so ein bisschen geglättet, damit es nicht zu extrem aussieht. Das sollte ja nur so zart aussehen am Ende. Das sind die Farben, die ich benutzt habe. Da könnt ihr gerne einfach mal in meine Videobeschreibung schauen, wenn ihr wissen wollt, was ich da jetzt genau benutzt habe. Und ich habe auch noch meinen Amazon-Shop verlinkt. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen und dann seht ihr auch, welche Produkte ich so benutzt habe. Ich habe die Farben jetzt einfach so ein bisschen nach Gefühl aufgetragen. Ich habe da jetzt keine spezielle Reihenfolge gehabt, wie ich die Farben auftragen wollte. Es ist halt nur wichtig, dass man viele Pinsel benutzt bei so vielen Farben, damit sie halt nicht so sehr ineinander vermischt werden und es dann bräunlich wird oder so. Und selbst wenn, dann kann man ja immer wieder drüber malen, also ist das eigentlich kein Problem. Ich wollte halt, dass die Farben am Ende so richtig schön leuchten und deswegen sollten halt viele frühlingshafte Farben damit drin sein. Ich mische die Farben ja meistens direkt ineinander, das heißt nass in nass. Und auch wenn ich jetzt hier so einen ockerfarbenen Streifen auf der linken Seite habe, bedeutet das nicht, dass es so bleibt. Es ist einfach nur so eine untere Schicht, die dann noch durchscheint, wenn man später dann die helleren Farben drüber macht. Also ich wollte auf jeden Fall, dass der Gesamteindruck von diesem Bild sehr warm ist und deswegen eben ganz viel Gelb und ganz viel gelber Ocker und ja, dieses gebrannte Umbra, das vermischt sich immer richtig schön zusammen mit so einem Titanweiß. Dann ergibt sich so ein
cremeartiges Beige und ja, ganz viele tolle Farbtöne. Und natürlich durfte auch Rosa da nicht fehlen. Ich habe hier nochmal 2 schöne Beige-Töne, und zwar ist das einmal Dünen und einmal Sand. Das hört sich ja auch schon so richtig schön sommerlich und so an. Natürlich sind wir jetzt erstmal beim Frühling, aber ist ja egal. Auf jeden Fall hört sich die Farbe schön an und ich mag die total gerne, um die einfach so ein bisschen drüber zu sprenkeln und dann direkt einzuarbeiten. Es ist auch so ein leichtes Lila noch mit drin. Das finde ich immer ganz besonders toll, wenn man viel Beige hat, weil das einfach noch mehr Brillanz gibt, wenn man da so ein paar kleine, süße, kühle Farbtöne noch mit drin hat. Ich arbeite auch hier natürlich wieder sehr gerne mit meinem Malmesser, weil ich da diese Strukturen einfach nochmal betonen kann. Ich setze die Farbtöne, die ich auf meiner Palette habe, auch nochmal oben drauf, damit die Farben einfach richtig schön strahlend und kräftig aussehen, weil mir das bei dem Bild ganz besonders wichtig ist. Und dann lasse ich das Bild natürlich erstmal trocknen, damit ich dann weiterarbeiten kann am nächsten Tag. Das sind jetzt hier nochmal so ein paar Farbtöne, die nochmal mit dazugekommen sind, wobei ihr die 2 Sandtöne ja schon gesehen habt. Aber dieses Flieder und dieses helle Oliv zum Beispiel und auch dieser Arktis-Farbton, das hört sich irgendwie auch schon wieder so schön an, die kommen dann halt jetzt auch nochmal mit rein, weil ich einfach diese ganz tolle Farbenvielfalt haben wollte, so wie es ja wirklich im Frühling auch ist.
Ja, das sind jetzt einfach so die letzten Feinheiten, die ich an dem Bild noch mache, bevor ich dann mein Blattmetall auftrage. Denn es soll ja am Ende wirklich so leicht und fluffig aussehen, aber trotzdem so eine richtige Strahlkraft haben. Und deswegen nehme ich mir da einfach die Zeit, um nochmal die Farben extra aufzutragen, vielleicht noch ein paar hinzuzufügen und einfach zu gucken, wo das Bild noch mehr Leichtigkeit verträgt. Also man sollte zwischendurch auch mal hellere Akzente setzen, sodass halt diese Stellen nicht allzu düster wirken. Das Bild sollte jetzt einmal komplett durchtrocknen. Die Anlegemilch trage ich jetzt mit einem Pinsel auf, und zwar versuche ich da einfach um diese Blütenblätter herum so ein paar Akzente zu setzen, und das dauert dann auch wirklich seine Zeit, bis man da überall diesen Kleber aufgetragen hat. Aber das Endergebnis wird dann umso schöner. Der Kleber bzw. die Anlegemilch sollte ungefähr 23 bis 25 Minuten antrocknen, je nachdem wie dick ihr das aufgetragen habt. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem goldenen Blattmetall. Ich finde ja jetzt schon den Effekt richtig schön mit diesem goldenen Blattmetall. Das passt einfach wieder perfekt zu diesem Bild und zu diesen bunten Farben. Es ist einfach nochmal so eine Veredelung von all dem und auch von dieser Struktur. Ja, die überschüssigen Goldpartikel sauge ich mal eben mit dem Staubsauger weg. So mache ich das eigentlich immer. Und jetzt guckt mal bitte, wie toll das Endergebnis geworden ist. Ich bin total glücklich damit. Also ich wusste ja am Anfang überhaupt nicht, was es genau wird am Ende. Und manchmal überrascht es dann einen ja doch, wie schön es dann geworden ist. Und so eben auch bei diesem Bild. Das Bild heißt Euphorie, und ich finde, es ist auch genau das, was es ausdrückt. Einfach so, ja, so ein Glücksgefühl irgendwie. Ihr findet dieses Gemälde und übrigens auch ganz viele andere natürlich in meinem Etsy-Shop. Der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da schaut doch gerne mal rein. Danke, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.